Verstehst du Deutsche oft nicht? Keine Sorge, viele Leute haben dieses Problem. Heute zeige ich dir ganz einfache Tipps, damit du Muttersprachler besser verstehst. Wir machen heute alles langsam und einfach. Deutsch soll sich leicht anfühlen. Bevor wir anfangen, aus welchem Land kommst du? Schreib mir doch gerne in die Kommentare, damit ich sehe, woher du kommst. Dein Kommentar zeigt mir, dass du lernen willst. Sehr gut, dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Heute lernst du, wie du Muttersprachler besser verstehst. Das ist leichter, als du denkst. Du musst kein perfektes Deutsch sprechen. Du musst nur zuhören und mitmachen. Lass deine Stimme offen und ruhig. Du kannst kurz Pause machen und schreiben. Jedes Wort macht dich mutiger. Am Ende des Videos machen wir eine kleine Übung. Dann merkst du sofort, dass du mehr verstehst. Du fühlst die Sprache, nicht nur die Wörter. Viele Lernende glauben, sie müssen jedes einzelne Wort verstehen, um Deutsch zu verstehen. Aber das stimmt nicht. Muttersprachler hören auch nicht jedes Wort bewusst. Sie hören den Rhythmus, die Betonung, die Pausen. Genau das hilft ihnen, den Sinn zu erkennen. Wenn du lernst, zuerst auf den Rhythmus zu achten, wird Deutsch sofort leichter für dich. Stell dir vor, jemand spricht schnell. Dein Kopf versucht, jedes Wort zu fangen. Du suchst nach der Bedeutung. Du denkst zu viel. Und plötzlich verstehst du gar nichts mehr. Das ist normal. Dein Gehirn arbeitet zu hart. Du verlierst den Fluss. Aber wenn du zuerst auf den Rhythmus hörst, passiert etwas ganz anderes. Du hörst die Melodie der Sprache. Du hörst, wann ein Satz beginnt und endet. Du hörst, welche Wörter wichtig sind und welche nicht. Und dein Gehirn kann sich entspannen. Deutsch hat einen klaren Klang. Es hat starke Betonungen. Es hat deutliche Pausen. Wenn du diese Muster hörst, kannst du viel schneller verstehen, auch wenn du nur wenige Wörter kennst. Am Anfang ist das ungewohnt, denn viele Lernende hören nur auf den Inhalt. Aber Rhythmus ist wie ein Wegweiser. Er zeigt dir, wo die wichtigen Informationen sind. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Und diesmal hörst du nicht auf jedes Wort, sondern nur auf den Rhythmus. Denn Rhythmus ist der erste Schritt zu echtem Verstehen. Lies den Text langsam und spür den Klang. Hör die Pausen. Hör die starken Wörter. Frag dich zwischendurch, was du fühlst, wenn du nur den Ton hörst und nicht die einzelnen Wörter festhältst. Bist du bereit? Dann lies mit mir. Heute spreche ich mit dir und ich spreche ruhig. Meine Sätze sind kurz und mein Ton ist klar. Ich mache kleine Pausen, damit du leichter folgen kannst. Du musst nicht alles verstehen. Du kannst dich einfach entspannen. Hör nur auf den Ton. Spür die Pause, spür den Fluss. Merkst du, wie dein Ohr wach wird? Merkst du, wie dein Kopf leiser wird? Manche Wörter sind stark und andere sind leise.
Manche Sätze sind schnell und andere sind langsam. Dein Ohr folgt dem Rhythmus, nicht den Regeln. Spürst du das? Lies den Text jetzt noch einmal und achte nur auf die Musik im Satz. Lass die Wörter los. Lass sie einfach vorbeigehen. Höre nur den Klang. Wie fühlt es sich an? Fühlst du den Fluss? Fühlst du, dass Deutsch leichter wird, wenn du nicht kämpfst, sondern hörst? Genau das ist Training. Genau das ist Routine. Dein Ohr arbeitet, dein Kopf ruht und du verstehst mehr, als du denkst. Jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Dieser Tipp verändert, wie du Deutsch hörst. Viele Lernende kämpfen nicht mit Grammatik. Sie kämpfen mit der Bedeutung. Sie finden den Sinn im Satz nicht. Sie suchen nach jedem Wort. Dabei verlieren sie den Überblick. Heute lernst du etwas Neues. Du hörst nicht alles, du hörst nur das Wichtige. So wird Verstehen leichter. Stell dir vor, jemand spricht schnell. Du fühlst Stress. Dein Kopf jagt jedem Wort hinterher. Der Satz entgleitet dir. Genau hier beginnt die Veränderung. Du musst nicht alles hören. Du hörst nur starke Wörter. Wörter wie morgen, nicht, immer, vielleicht, muss, kann, Problem, Hilfe, Zeit, Arbeit, Familie. Diese Wörter tragen den Satz. Diese Wörter öffnen die Bedeutung. Alles andere darf vorbeiziehen. Frag dich beim Zuhören: Was ist das starke Wort? Was fühle ich im Satz? Was ist der Kern? Hörst du morgen, geht es um die Zukunft. Hörst du Problem, stimmt etwas nicht. Hörst du Hilfe, braucht jemand Unterstützung. Das reicht, das ist genug. Du musst nicht kämpfen, du musst nur erkennen. Je öfter du so hörst, desto ruhiger wird dein Kopf. Du hörst den Sinn, nicht die Form. Deutsch wird weich. Deutsch wird klar. Du suchst nicht mehr nach vielen Dingen. Du findest nur das Wort, das zählt. In diesem Moment beginnt Verstehen. Tipp 3 ist Wiederholung. Wiederholung ist eines der wichtigsten Werkzeuge beim Deutschlernen. Viele Lernende denken, sie müssen immer neue Wörter hören, neue Sätze, neue Übungen. Aber das stimmt nicht. Du brauchst zuerst Wiederholung. Wiederholung macht deinen Kopf ruhig. Wiederholung gibt deinem Ohr Sicherheit. Wiederholung gibt deinem Mund ein Gefühl für die Sprache. Deshalb ist dieser Tipp so wichtig. Höre kurze Sätze zweimal. Beim ersten Hören ist alles neu. Beim zweiten Hören ist alles leichter. Dein Ohr erkennt den Rhythmus. Dein Kopf erkennt die starken Wörter. Dein Körper
erkennt den Klang. Beim ersten Mal hörst du nur Geräusche. Beim zweiten Mal hörst du Bedeutung. Genau so beginnt echtes Verstehen. Wenn du einen Satz zweimal hörst, passiert etwas in dir. Dein Gehirn baut eine kleine Brücke. Der Satz ist nicht mehr fremd. Der Satz ist vertraut. Dein Mund kann ihn nachsprechen. Deine Stimme findet ihn leichter. Du fühlst weniger Druck. Du hörst klarer. Du verstehst mehr. Stell dir vor, du hörst einen einfachen Satz wie »Ich brauche Hilfe«. Beim ersten Mal hörst du vielleicht nur die Wörter. Beim zweiten Mal hörst du den Ton. Du hörst die Stimmung. Du hörst, was wichtig ist. Das passiert bei jedem Satz. Wiederholung nimmt die Angst vor neuen Klängen. Wiederholung baut Vertrauen auf. Wiederholung lässt die Sprache in deinem Kopf und in deinem Körper wachsen. Du musst keine langen Texte hören. Du musst keine schweren Sätze hören. Du musst nur kurze Sätze zweimal hören. Einmal zum Kennenlernen. Einmal zum Verstehen. So lernst du schnell. So lernst du ohne Stress. So lernst du natürlich. Mach diese Übung jeden Tag. Höre einen Satz. Höre ihn nochmal. Sprich ihn nach. Sprich ihn langsam. Sprich ihn schneller. Fühle den Klang. Fühle den Fluss. Fühle den Rhythmus. Frag dich danach. War der zweite Satz leichter? Hast du mehr verstanden? Hast du den Klang gespürt? Wenn ja, dann funktioniert dein Training. Wiederholung ist kein Zeichen für Schwäche. Wiederholung ist ein Zeichen für Wachstum. Jeder Musiker wiederholt. Jeder Sportler wiederholt. Jede Stimme lernt durch Wiederholung. Auch deine. Je öfter du wiederholst, desto natürlicher klingt dein Deutsch. Dein Ohr wird wach. Dein Kopf wird ruhig. Dein Klang wird klar. Wiederhole kurze Sätze und spüre, wie du jeden Tag besser wirst. Genau hier beginnt deine echte Verbesserung. Tipp 4 ist ein echtes Beispiel aus dem Alltag. Denn du lernst Deutsch am besten mit Sätzen, die Menschen wirklich benutzen. Hier ist ein kurzes Beispiel. Höre einmal. Und jetzt nochmal. Merkst du den Unterschied? Genau so beginnt echtes Verstehen. Beim ersten Hören ist alles neu. Der Satz ist fremd. Der Klang ist schnell. Du suchst nach Bedeutung. Du suchst nach Struktur. Dein Kopf arbeitet viel. Beim zweiten Hören wird der Satz leichter. Du erkennst den Ton. Du erkennst die wichtigen Wörter. Du erkennst die Pause. So entsteht Klarheit.
Stell dir vor, du hörst den Satz: Ich komme später. Beim ersten Mal hörst du vielleicht nur Laute. Beim zweiten Mal hörst du den Sinn. Du hörst das Wort später. Du weißt sofort, dass es um Zeit geht. Du hörst die Stimme. Du hörst die Stimmung. So lernst du Schritt für Schritt. Nimm einen einfachen Satz. Höre ihn zweimal. Fühle den Klang. Fühle den Unterschied. Dein Kopf arbeitet nicht mehr so hart. Dein Ohr übernimmt. Dein Körper hört den Rhythmus. Das ist Real-Life-Training. Genau so sprechen echte Menschen, nicht perfekt, nicht langsam, nicht wie im Lehrbuch. Sie sprechen normal. Sie sprechen schnell. Sie sprechen mit Gefühl. Wenn du echte Sätze hörst, trainierst du dein Ohr für den Alltag. Wiederhole es. Höre den Satz. Hör ihn sofort nochmal. Frag dich danach. War der zweite Satz klarer? Hast du mehr verstanden? Hast du ein Wort erkannt, das du vorher nicht gehört hast? Das ist Fortschritt. So wächst dein Gefühl für Deutsch. Du musst nicht viele Sätze hören. Du musst nur echte Sätze hören. Kurz, klar, nah am Alltag. Dein Ohr lernt jedes Mal dazu. Dein Kopf entspannt sich. Und du bist ein Stück näher am natürlichen Verstehen. Jetzt kommt eine kleine Übung für dich, denn du lernst Deutsch nicht nur durch Zuhören, sondern vor allem durch Mitmachen. Deine Stimme ist wichtig. Dein Mund ist wichtig. Dein Gefühl ist wichtig. Deshalb machen wir das jetzt zusammen. Jetzt du. Wiederhole den Satz. Langsam, dann ein bisschen schneller. Genauso beginnt natürliches Sprechen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur bewegen, hören, fühlen. Wenn du sprichst, versteht dein Körper die Sprache besser. Dein Mund lernt neue Wege. Deine Stimme wird sicherer. Wähle einen einfachen Satz. Zum Beispiel: Ich übe jeden Tag. Sprich ihn langsam, spür deine Lippen, spür deine Zunge, spür den Klang. Dann sag den Satz nochmal, etwas schneller. Spür die Veränderung, spür den Fluss. Je öfter du das machst, desto natürlicher klingt dein Deutsch. Es geht nicht um Druck, es geht um Bewegung. Es geht darum, dass dein Mund lernt, wie Deutsch funktioniert. Deine Stimme braucht Wiederholung. Dein Ohr braucht Rhythmus. Dein Kopf braucht Ruhe. Du kannst auch andere einfache Sätze nehmen. Sätze wie ich kann das oder ich spreche gut oder ich werde besser. Sag sie laut, sag sie klar. Sag sie mit Gefühl. Mach die Übung jeden Tag. Du wirst merken, wie dein Klang wächst. Frag dich nach jeder Runde: War es leichter? War ich klarer? War ich schneller? Hast du gemerkt, wie der Satz plötzlich fließt? Genau das ist Training. Genau das ist Fortschritt.
Dein Mund wird weich, deine Stimme wird warm, dein Satz bekommt Energie. So lernst du sprechen, nicht denken. Mach weiter. Wiederhole die Sätze. Lass die Sprache in deinen Körper. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer und freier. Du baust deine Stimme auf. Du baust dein Vertrauen auf. Und mit jeder Übung klingt dein Deutsch ein bisschen echter. Du siehst, dass du viel mehr verstehen kannst, wenn du kleine Schritte machst. Du musst nicht alles auf einmal lernen. Du musst nur jeden Tag ein kleines Stück gehen. Genauso wächst dein Deutsch. Du hast heute gehört, wie einfach eine Übung sein kann. Du wiederholst einen Satz. Du hörst ihn zweimal. Du sprichst ihn laut. Und plötzlich verstehst du mehr. Das ist kein Zufall. Das ist Training. Dein Ohr lernt. Dein Mund lernt. Dein Gefühl lernt. Und du spürst, wie Deutsch etwas leichter wird. Deshalb mach diese Übung jeden Tag. Nur ein paar Minuten. Du brauchst keine Stunde. Du brauchst keine langen Listen. Du brauchst nur Ruhe, Wiederholung und Mut. Wenn du jeden Tag übst, wirst du schnell besser. Du wirst Wörter schneller hören. Du wirst Sätze klarer verstehen. Du wirst mutiger sprechen. Du wirst ruhiger denken. Und du wirst merken, dass du schon viel mehr kannst, als du glaubst. Jede kleine Übung bringt dich weiter. Jede Wiederholung macht dich stärker. Jeder Tag baut deine Stimme auf. Gib dir Zeit. Gib dir die Chance. Bleib dran. Du lernst Deutsch, jeden Tag ein bisschen mehr. Und genauso wirst du sicher, stark und natürlich. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du mit mir lernst. Du bist nicht allein. Wir lernen hier zusammen, jeden Tag ein kleines Stück. Schreib mir in die Kommentare, was dir heute geholfen hat. Sag mir auch, was noch schwer für dich ist. So kann ich neue Übungen für dich machen. Wenn du willst, kannst du auch schreiben, aus welchem Land du kommst. Ich liebe es zu sehen, wo ihr alle Deutsch lernt. Vergiss nicht weiter zu üben. Nur ein paar Minuten am Tag reichen. Deine Stimme wird stärker. Dein Deutsch wird klarer. Und du fühlst dich sicherer. Danke für deine Zeit. Danke für deinen Mut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.